Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das dein Deutsch wirklich verändern kann, Genau, es geht nicht um Grammatik, nicht um neue Wörter. sondern um dein Gehirn. Unser Thema heute: Denke auf Deutsch, trainiere dein Gehirn. Viele Lernende sagen, ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht schnell sprechen. Das Problem ist oft, sie denken zuerst in ihrer Muttersprache. Dann übersetzen sie im Kopf. Und das kostet Zeit und Energie. Deshalb klingt das Sprechen langsam und unsicher. Was passiert im Gehirn? Wenn du immer übersetzt, benutzt du zwei Systeme im Kopf. Erst Sprache A, dann Sprache B. Das ist wie zwei Programme gleichzeitig. Aber wenn du direkt auf Deutsch denkst, wird alles schneller. Du musst nicht sofort komplizierte Sätze denken. Beginne mit kleinen Dingen. Zum Beispiel morgens. Ich bin müde. Ich brauche Kaffee. Heute habe ich viel Arbeit. Im Supermarkt. Ich brauche Brot. Das ist zu teuer. Wo ist die Milch? Alltag kommentieren. Ein sehr guter Trick: kommentiere deinen Alltag. Wenn du spazieren gehst, das Wetter ist schön. Heute ist es kalt. Viele Menschen sind draußen. Das ist wie Training für dein Gehirn. Laut sprechen. Wenn möglich, sprich deine Gedanken leise aus. Nicht laut in der Öffentlichkeit, aber zu Hause zum Beispiel. Das aktiviert dein Sprechzentrum. Ganze Situationen üben. Stell dir Situationen vor. Zum Beispiel Arzt. Guten Tag, ich habe Kopfschmerzen. Seit 2 Tagen habe ich Fieber. Oder Arbeit. Ich habe eine Frage zum Projekt. Könnten wir das später besprechen? Typisches Problem. Viele denken, ich kenne nicht genug Wörter. Aber du brauchst nicht alle Wörter. Benutze einfache Sätze. Statt kompliziert: Ich bin erschöpft aufgrund meiner beruflichen Belastung. Einfach: Ich bin sehr müde von der Arbeit. Keine Perfektion. Dein Gehirn braucht Zeit. Am Anfang wirst du mischen. Deutsch plus Muttersprache. Das ist normal. Wenn du jeden Tag 10 Minuten auf Deutsch denkst, Wirst du nach 2 bis 3 Wochen schneller sprechen. nach 2 Monaten wirst du weniger übersetzen. Und nach einiger Zeit fühlst du dich natürlicher. Auf B1-Niveau kannst du sprechen. Auf B2-Niveau musst du flüssiger werden. Und das geht nur mit Denken auf Deutsch. Okay, Markus, wir machen ein kleines Training. Du wachst auf. Was denkst du? Es ist 7 Uhr, ich muss aufstehen. Sehr gut. Und dann? Ich gehe duschen, danach frühstücke ich. Perfekt. Ganz einfach. So trainierst du dein Gehirn. Markus, ich glaube, viele Menschen verstehen die Theorie, aber sie wissen nicht, wie sie praktisch anfangen sollen. Ja, genau. Viele sagen, okay, ich soll auf Deutsch denken. Aber was genau soll ich denken? Dann machen wir es konkret. Stell dir vor, du sitzt morgens am Frühstückstisch. Was denkst du normalerweise? Normalerweise denke ich in meiner Muttersprache, ich habe heute viel zu tun. Gut, jetzt sag das bewusst auf Deutsch. Heute habe ich viel zu tun. Ich habe ein Meeting um 10 Uhr. Danach muss ich einkaufen gehen. Sehr gut. Und jetzt erweitere das. Ich hoffe, dass das Meeting nicht zu lange dauert, weil ich später noch Sport machen möchte. Perfekt. Siehst du, das ist schon B2-Niveau. Jetzt nehmen wir eine typische Arbeitssituation. Du bekommst eine E-Mail von deinem Chef. Was denkst du? Oh nein, hoffentlich ist es nichts Dringendes. Sehr realistisch. Und weiter? Ich sollte die E-Mail sofort lesen. Vielleicht geht es um das neue Projekt. Und wenn es wirklich wichtig ist? Okay, ich muss das heute erledigen. Vielleicht brauche ich Hilfe von meiner Kollegin. Sehr gut. Das ist genau das Training. Du trainierst nicht nur Wörter, sondern Denkstrukturen. Jetzt eine andere Situation. Du fühlst dich krank. Was denkst du? Ich fühle mich nicht gut. Mein Hals tut weh. Gut. Und dann? Vielleicht habe ich eine Erkältung. Ich sollte genug Wasser trinken. Und wenn es schlimmer wird? Wenn es morgen nicht besser ist, gehe ich zum Arzt. Perfekt. Du siehst, das sind einfache, aber vollständige Gedanken. Aber Anna, warum ist das so effektiv? Weil dein Gehirn Wiederholung liebt. Wenn du jeden Tag ähnliche Gedanken auf Deutsch formst,
werden sie automatisch schneller. Also wie Muskeltraining? Genau, dein Gehirn ist wie ein Muskel. Je öfter du trainierst, desto stärker wird es. Ich glaube, viele machen einen Fehler. Welchen? Sie versuchen sofort, komplizierte Sätze zu denken. Zum Beispiel, die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland sind komplex. Ja, das braucht niemand im Alltag. Beginne mit realistischen Gedanken. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Ich brauche eine Pause. Okay, jetzt eine schwierigere Übung. Stell dir vor, du diskutierst ein Thema, zum Beispiel Homeoffice. Was denkst du? Einerseits ist Homeoffice praktisch, weil man Zeit spart. Sehr gut. Und weiter? Andererseits fehlt manchmal der persönliche Kontakt mit Kollegen. Perfekt. Genau so trainierst du B2-Denken. Ein wichtiger Punkt. Denk auch deine Gefühle auf Deutsch. Das ist interessant. Zum Beispiel, Ich bin enttäuscht. Ich bin stolz auf mich. Ich bin nervös wegen der Prüfung. ja, viele können Fakten sagen, aber nicht Gefühle. Wenn du ehrlich bist, wie lange denkst du pro Tag bewusst auf Deutsch? Vielleicht 2 bis 3 Minuten? Genau. Und das ist zu wenig. Wenn du 10 bis 15 Minuten täglich bewusst trainierst, wirst du nach einem Monat einen Unterschied merken. Lass uns eine Challenge machen. Gute Idee. Liebe Zuhörer, ab morgen. 10 Minuten am Tag auf Deutsch denken. Alltag kommentieren. Mindestens 5 komplette Sätze formen. Nach einer Woche wirst du merken, dass dein Sprechen flüssiger wird. Deutsch lernen beginnt nicht im Kurs. Es beginnt in deinem Kopf. Wenn du wartest, bis jemand mit dir spricht, trainierst du zu wenig. Aber wenn du selbst denkst, trainierst du jeden Tag. Und genau das macht den Unterschied zwischen ich kann Deutsch und ich spreche fließend Deutsch. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit. Dein Chef fragt dich plötzlich etwas. Und in deinem Kopf passiert Folgendes. Erst Muttersprache, dann Übersetzung, dann Unsicherheit. Und in diesem Moment verlierst du Selbstvertrauen. Integration beginnt nicht nur mit einem Sprachkurs. Sie beginnt im Kopf. Wenn du auf Deutsch denkst, fühlst du dich sicherer. Erinnerst du dich an deinen ersten Arbeitstag in Deutschland? Ja, ich war nervös. Ich dachte, verstehe ich alles? Mache ich Fehler? Lachen sie über meinen Akzent? Das ist normal. Aber wenn du innerlich denkst, ich schaffe das, ich kann Deutsch, ich lerne jeden Tag, dann verändert sich etwas. Viele denken, sie müssen perfekt sein. Aber nein, beginne mit einfachen Gedanken. Ich bin hier, um zu lernen. Fehler sind normal. Ich werde jeden Tag besser. Diese Sätze geben dir Stärke. Du sitzt in der Pause mit Kollegen. Was passiert oft? Du bleibst still, weil du Angst hast, etwas Falsches zu sagen. Aber wenn du innerlich trainierst und denkst, ich kann etwas sagen, ich stelle eine einfache Frage, ich muss nicht perfekt sprechen, dann passiert etwas Wichtiges. Du wirst mutiger. Integration passiert nicht an einem Tag. Sie passiert in kleinen Momenten. Zum Beispiel im Supermarkt. Ja, du kannst denken, heute spreche ich bewusst Deutsch. Ich frage nach einer anderen Größe. Ich sage einen ganzen Satz. Oder bei der Bank. Statt Angst zu haben, denkst du, ich erkläre mein Problem ruhig. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich noch einmal. Der große Unterschied ist dieser. Viele Migranten denken, ich bin nicht gut genug. Aber du solltest denken, ich bin auf dem Weg. Ich lerne. Ich wachse. Deutsch ist kein Test deiner Intelligenz. Es ist nur ein Werkzeug. Lass uns ehrlich sein. Viele arbeiten hart in Deutschland. Manchmal körperlich schwer, manchmal mit viel Verantwortung. Und trotzdem fühlen sie sich sprachlich klein. Aber du darfst nicht vergessen, du arbeitest in einer fremden Sprache. Das ist eine große Leistung. Integration bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet mitreden, verstehen, Fragen stellen, selbstständig leben. Und das beginnt mit Denken auf Deutsch. Ich gebe euch jetzt eine konkrete Übung. Wenn du nach Hause kommst, denke 5 Minuten nur auf Deutsch. Beschreibe deinen Tag.
Heute war es stressig. Mein Chef war zufrieden. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe ihn korrigiert. Diese Reflexion stärkt dein Gehirn. Es gibt Tage, an denen du müde bist, an denen du Heimweh hast. Dann kannst du denken, es ist nicht leicht, aber ich schaffe das. Ich habe schon so viel geschafft. Ich bin stärker, als ich denke. Das ist nicht nur Sprache, das ist mentale Stärke. Der Moment, in dem du beginnst, auf Deutsch zu denken, ist der Moment, in dem du dich weniger fremd fühlst. Plötzlich fühlst du dich sicherer im Bus, sicherer beim Arzt, sicherer bei der Arbeit. Wenn du in Deutschland lebst, gehört Deutsch zu deinem Alltag. Mach Deutsch zu deinem inneren Alltag, nicht nur zum Kurs. Und vergiss nicht, du bist nicht allein. Du bist auf dem Weg. Und du schaffst das. Bis zur nächsten Folge.